Oh, jetzt hast du sie entdeckt. Guten Morgen. Was ist denn das, ha? Guten Morgen. Wilde Sache hier bei uns am Morgen immer. Zähneputzen? Während der Kleine die Seifenblasen genießt, gehe ich duschen. So, jetzt präpariere ich mal noch den Tag. Ich habe im Flying Tiger, also den Tag, eine kleine Aktivität, Leute. So was Cooles hier gefunden. Also einmal die Dinos, die kennt sie schon. Meine Große. Aber ich dachte, es wäre super lustig, die Teile hier im Sandkasten zu vergraben. Also sie ist gerade voll im Dino-Fieber. Und ja, gucken manchmal eine Doku dazu, haben ein paar Bücher uns dazu ausgeliehen. Hallo. Na du, wie geht's? Gut. Okay. Was macht ihr hier? Ich buddel. Aber was macht der Mummi jetzt? Der Mummi sitzt in den Seifenblasen. Du putzt sich die Zähne. Der putzt sich die Zähne, ja, aber mit der falschen Seite. Mission abbrochen. Mission für heute ist mal früher ready für den Tag zu sein. Irgendwie ist unser Vormittag immer sehr wild noch gerade. Wegen dem ersten Schläfchen. Und ja, die Stimmung geht heute. Ich würde sagen, die Stimmung vom ersten Schläfchen war mit dem Kleinen nicht mehr so lala. Aber es läuft. Guten Morgen. So, hier werde ich mir jetzt mein Outfit raussuchen. Ich lebe derzeit ja aus einem Koffer. Da. That's it. Leoparden-Outfit, okay? Okay. Na klar. Und wir sind gerade in der Dino-Phase. Das habe ich von voll vielen Leuten schon mal gehört, dass ihre Kinder solche Phasen haben. Oh, Mosi, Vorsicht bitte. Okay. Warte. Das ist aus der Bibliothek, Mami. Da müssen wir noch vorsichtiger mit umgehen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe mich doch für ein anderes Kleid entschieden. Ich habe es gerade beim Rausgehen an der Tür hängen sehen. Sieht einfach viel sommerlicher aus. Ich zeige es euch dann gleich irgendwo nochmal ordentlich. Das ist von H&M. Es haben ganz viele in meiner Story gefragt, wo dieses super süße Kleidchen her ist. Skala von 1 bis 10? 10 natürlich. Das heißt 11 oder 12 oder 100. Okay. Es ist eine 100 von 10. Eine 100 von 10. Okay, let's go. Okay, also, nur damit du Bescheid weißt, oben gibt es jetzt eine Ausgrabungsstätte. Okay. Im Sandkasten. Was ist das? Ein Dino-Knochen. Ein Ja, Dino-Knochen. vielleicht ist einer drin oder so. Ich glaube, du brauchst ein bisschen Wasser, um das freizulegen. Und guck mal, da ist ein Pinsel und so ein... Da, so ein... Wie nennt man das? Stöckchen? Super, Mausi, genau so. Wir müssen auch ein bisschen nass. Hier sind die Pinsel. Der kleine Mann schläft. Das hat ein bisschen länger gedauert. Und Justus hat einen Hexenschuss. Deswegen mache ich gerade jeden Schlaf von dem Kleinen. Das heißt, ich trage ihn, lege ihn dann ab und dann schläft er hoffentlich eine Weile. Ich glaube, wir sind im nächsten Sprung. Ich glaube es nicht, ich weiß es. Und sogar in dieser Gewitterwolke. Ich weiß nicht, wer das von euch benutzt, dieses Oh je, ich wachse Buch oder App. Mir hilft es immer so ein bisschen zum Verstehen, wieso, weshalb ist mein Kind gerade vielleicht ein bisschen unausgeglichener. Ja, er schläft jetzt. Mal sehen, wie lange. Also der Schlaf ist bei uns immer das größte Thema, wenn er in irgendeinem Entwicklungswachstumsschub, was auch immer ist. Aber er schläft jetzt und ich habe hier, wie ihr merkt, mal ein bisschen Ruhe. Ich bin ganz alleine. Die Große ist oben im Garten mit den anderen. Wir haben nämlich gerade Besuch
von Justus Familie, also Onkel, Tante, Cousine und Hund sind mit da. Und ich werde heute das Mittagessen vorbereiten. Unser Mittag wird heute gesponsert von HelloFresh. Darüber freue ich mich unglaublich doll. Das ist das erste Mal, dass wir mit HelloFresh direkt zusammenarbeiten, aber nutzen tun wir das schon Jahre. Und ich habe immer gesagt, oh, ich hätte sie so gerne als Sponsor. Wirklich eines der Sachen, die uns hier als Familie den Abend vor allem rettet. Also heute gibt es das zum Mittag, weil wir abends andere Pläne haben. Da haben wir die Familie da. Aber heute zum Mittag gibt es HelloFresh. HelloFresh, das sind Kochboxen. Die werden zu euch nach Hause geliefert. Und dann könnt ihr nach Anleitung easy peasy kochen. Ich bin nicht der größte Koch. Ich habe dafür nicht so die Leidenschaft. Aber damit geht es super einfach. Wirklich ein Grund, warum ich sage, so, boah, zurück in Deutschland. Endlich kann ich wieder HelloFresh nutzen. Ja, da gibt es wöchentlich über 40 verschiedene Gerichte, die man sich immer aussuchen kann. Und dann kann man da wählen zwischen fit und vital, vegetarisch. Wir nutzen hier immer vegetarische Gerichte, familienfreundlich. Das ist, glaube ich, relativ neu. Bevor wir nach Gran Canaria gegangen sind, gab es das, glaube ich, noch nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Auch sehr gut, weil wir einen Picky Eater hier mit im Haushalt haben. Und ja, das wird dann zu einem nach Hause geliefert. Man kann sich ein Wunschdatum auswählen, kann auch einen Ablageort auswählen und dann hat man so viele Gerichte, wie man möchte. Man kann auch auswählen, wie viele Gerichte pro Woche man möchte. Wir nehmen meistens 3 und dann kann man loskochen. Es ist wirklich richtig, richtig der Lifesaver in unserer Familie. Ich kann euch nicht sagen, wie krass es ein Lifesaver ist. Alle Familien wissen, was das abends mit jungen Kindern für ein Trubel sein kann. Und dann noch was Leckeres, Gesundes zu Tisch zu bringen, ist Hardcore. Aber mit HelloFresh verschwindet meistens Justus in der Küche. Was haben wir hier? Ofen, Auberginen und Olivenpenne. Und dann, er ist auch nicht der begnadete Koch, kann man das super easy nachkochen. Also hier kommt dann wirklich alles in so einer Tüte, was ihr für dieses Gericht braucht. Es ist alles portioniert, das heißt, ihr verschwendet 0 Lebensmittel. Die ganze Verpackung ist super nachhaltig, zu 100% recycelt und ja, ganz einfach. Ihr müsst nicht einkaufen gehen, da spart ihr euch Zeit. Ihr kriegt es nach Hause geliefert, ihr müsst nicht groß überlegen, was ihr kocht. Ihr habt die Anleitung Step für Step auf diesen Karten. Und ja, da steht auch immer drauf, ungefähr wie lange das so dauert, 35 bis 45 Minuten, 25 bis 35, das kann man mal empfehlen, nicht wahr? Wenn es wirklich ganz, ganz schnell gehen soll mit den Kindern. Ja, also ein absoluter Retter hier bei uns in der Familie. Und I'm super happy, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich habe natürlich einen Rabattcode für euch, der lautet HelloPatricia. Und damit bekommt ihr bis zu 120 € Rabatt plus ein Jahr lang gratis Dessert zu jeder Bestellung. Wer liebt nicht Dessert? Ich liebe Dessert, klingt gut. Ich zeige euch nochmal, wie das Ganze funktioniert. Hier oben seht ihr Montag, 12. August anstehend. Da habe ich meine Lieferung ausgewählt. Die kann auch vor der Haustür abgestellt werden. Und dann kann ich Gerichte auswählen. 3 sind automatisch ausgewählt. Und zwar die hier. Aber ich möchte ja vegetarisch essen. Also wähle ich das hier oben einmal aus. Und dann finde ich cremiges Thai, Curry, Risotto geht immer. Und wähle einfach noch ein paar andere Sachen aus. Couscous lieben meine Kinder, deswegen nehme ich einmal Couscous noch mit hinzu. Und dann mal gucken. Dieses Orzo ist auch immer super, super lecker. Fenchel-Linsensalat mit Hirtenkäse klingt auch gut. Ich glaube, ich nehme immer das Orzo, weiß ich auch, dass meine Kids das essen, ihr seht. Ja, dann gehe ich hier oben und wähle die Sachen, die ich mir vorher rausgewählt hatte, einmal ab. Und dann kann man auch schon die Bestellung aufgeben. Also super easy, ihr könnt das Ganze auch pausieren und müsst das nicht jede Woche, jeden Monat nutzen. Immer so, wie es bei euch reinpasst. Als allererstes Aubergine backen. Da gibt es die Anleitung dazu.
Und jetzt auf den Teller. Ja, nicht mit der Kamera in den Teller, bitte. Schmacko Fatzo. Sieht das gut aus? Top. Was gibt's denn bei dir? Nudeln. Du kannst auch mal die mit der Soße probieren. Das Pesto hast du gerade selber gemacht. Und das ist Aubergine. Und das hier ist Rucola. So, ihr Lieben, ich dachte, ich gebe euch jetzt noch das wie im Titel versprochene Live-Update. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich mich hier als Vlog, also so richtig live und nicht als Workout oder irgendein Inspo-Video gemeldet habe, waren wir gerade mal 2-3 Wochen auf Gran Canaria. Und da war meine Aussage, ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder in Deutschland zu leben. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann euch sagen, dass wir eine schöne Zeit hatten auf Gran Canaria, aber wir einfach mit Punktgeburt des Kleinen, nein, nicht Punktgeburt, so ab 3 Wochen ungefähr nach Geburt, in ein unglaubliches Loch gerutscht sind. Also natürlich hat sich das aufgebaut, aber es wurde immer krasser. Die ersten, naja, so ab 3 Wochen und dann 2-3 Monate am Stück. Im Nachhinein sage ich wirklich nur, weil ich weiß, dass es auch länger geht, hat der kleine Mann nur geschrien. Also, er hat am Anfang noch viel geschlafen, das heißt, es wurde dann immer erst mehr ersichtlich ab dem Moment, wo er mehr wach war. Und dann war er so 3, 4, wenn wir Glück hatten, 5 Minuten happy. Und dann hat er geschrien und geschrien. Und wir haben alles gegeben. Wir sind mit ihm zu Ärzten gegangen. Wurde einem natürlich oft gesagt, das ist ein Baby, das schreit nun mal viel. Aber wir hatten ja schon ein Baby. Und deswegen war ich so, Justus, da stimmt irgendwas nicht. Also er hatte offensichtlich Schmerzen. Dann so zu den Abendstunden hatten wir manchmal 4 Stunden am Stück geschreien. Ich war die Nächte wach, komplett. 3, 4 Stunden am Stück. Ja. Und unsere Große war in der Zeit relativ entspannt. Und als er dann endlich entspannter wurde, ja, hat sie, glaube ich, alles rausgelassen an Schmerz, Frust etc. Und es war wirklich super anstrengend, ohne Unterstützung für uns alle. Ich sehe eigentlich überhaupt nicht, was ich hier mache, Leute. Ich mache das halt blind. Ich sehe es nur auf diesem kleinen Mini-Bildschirm an der Kamera. Habe ich am Ende auf... Ich werde jetzt hier keinen ärztlichen Advice geben, ne? Ihr wisst, es kann immer alles oder nichts sein. Aber am Ende hat der Kleine höchstwahrscheinlich auf Gluten reagiert. Erst habe ich Milchprodukte komplett rausgelassen, was ich ja schon sowieso fast nie esse. Aber die paar Sachen, also mal auswärts Pizza essen oder sonst was, habe ich auch weggelassen. Und dann aber eben auch Gluten. Und ab dem Moment ging es dem kleinen Kerl besser. Er hat aber auch Medizin bekommen, weil ihm halt von diesem, was er da nicht vertragen hat, die Magensäure anscheinend immer hochkam. Und gegen diese Magensäure hat er dann ein Mittel bekommen und hat dann aufgehört zu weinen. Und jedes Mal, wenn ich wieder Gluten gegessen habe, habe ich sofort gemerkt, wie er unruhiger wurde. Ja, das war dann auch ausschleichend, also nicht komplett Zero schreien, aber 1000-mal besser. 1000-mal besser. Ja, und dann waren wir halt alle einfach super ausgelaugt. Justus und ich hatten keinen Moment zum Regenerieren. Und auch wenn wir zu Besuch kamen, ich weiß nicht, war das irgendwie kein richtiger Ausgleich oder keine richtige Pause. Ja, und dann wurden wir alle, also alle waren immer mal wieder krank. Ich weiß nicht, ob ich es unterdrückt habe oder ob ich mit meiner Darmkultur, die ich im Jahr davor gemacht habe, wirklich meinen Darm so gut aufgebaut habe. Ich habe alles abgewehrt. Oder ich wusste, ich durfte nicht krank werden. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, als dann alle wieder flach lagen und ich das wieder komplett alleine gewuppt habe, habe ich gesagt, egal wie sehr ich diesen Traum am Meer leben will, ich kann nicht mehr. Und haben dann ganz spontan gesagt, wir kündigen die Wohnung, wir suchen uns eine neue in Deutschland
oder neues Haus und wir fliegen zurück. Ich glaube, das war dann alles eine Sache von innerhalb von 3-4 Wochen. Alles gepackt und sind losgedüst nach Hause. Justus Eltern kamen noch und haben Marisa, den Kleinen, und mich mitgenommen mit dem Flugzeug, sodass ich den Flug nicht komplett alleine machen musste. Das war ganz entspannt. Dann haben wir noch 2 Wochen hier gelebt bei Justus Eltern, sind dann für 2 Monate in ein Airbnb, weil, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, wir hatten auf Gran Canaria schon die Zusage für meine absolute Traumimmobilie. Also das war zur Miete, das war so ein Haus mit 3 Etagen. Es war die perfekte Aufteilung für unsere auch Arbeit, die wir unten mit drin gehabt hätten, mit einem Filmstudio, sage ich mal. Es war ein cooles, süßes Fachwerkhaus mit offenem Dach, mit Balken, ein Mix aus modern und alt. Also es war wirklich der absolute Traum. Dazu haben wir die Zusage bekommen und sollten den Mietvertrag unterschrieben zurückschicken. Und als wir das dann tun wollten, kam direkt die Nachricht: Die Wohnung ist weg. Kakao. Und ab dann ging dann das große Suchen los und wir waren alle ein bisschen lost, weil wir wussten, ja, wir brauchen jetzt ganz dringend etwas. Wir wollen da aber auch länger sicherlich wohnen. Und wir wollen aber nicht in irgendwas einziehen und dann direkt wieder ausziehen müssen, wenn wir was Besseres finden, was ja meistens auch nicht geht, wegen Mindestmietdauer etc. Ja, und wir haben einfach nichts gefunden. Wir haben ewig lang gesucht und vermutlich haben wir jetzt eine Wohnung. Die Zusage ist für September. I don't know, Leute. I don't know. Nächste Woche wird das Ganze unterschrieben. Und dann ist es final. Also wir haben die Zusage zu 100%, ist die Aussage, die wir haben. Ich bin gespannt, weil so weit waren wir schon mal. Wir hatten nicht die 100% wortwörtliche Aussage damals, aber sinngemäß. Diesmal haben wir die Aussage. Jetzt warten wir nur noch, dass wir den Mietvertrag kriegen und unterschreiben können. Wir lieben die Gegend. Wir lieben die Wohnung. Es ist eine Wohnung. Wir haben dann gesucht nach Kauf- und Mietobjekten. Aber für Kauf wollen wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit lassen und jetzt erstmal hier wieder ankommen. Muss ich sagen, sind wir alle sehr froh, wieder hier zu sein. Wir haben die sozialen Kontakte super vermisst. Wir haben also unsere Freunde, unsere Familie richtig krass vermisst. Marisi ist sofort aufgeblüht, seitdem wir wieder hier sind. Und sind einfach sehr froh, hier zu sein. Mein großer Reisedrang oder Auswandern etc. ist natürlich nicht gestillt. Deswegen haben wir kompromissmäßig uns darauf geeinigt, dass wir einfach das nächste Jahr mehr reisen werden. Es gibt auf jeden Fall coole Pläne. Im Oktober reisen wir nach Italien. Nächste Woche geht es für uns mit einem Camper durch Österreich und Bayern. Dann wollen wir vielleicht, mussten auch Justus überzeugen, im November nach, jetzt habe ich den Namen vergessen, Muscat. Ich glaube, es wird so ausgesprochen. Es wurde mir richtig oft empfohlen von Leuten, random Leuten, die ich immer irgendwie im Urlaub treffe, dass mir das bestimmt super gefallen würde, dass es voll toll ist. Dann wollen wir überwintern wieder. Ich denke mal, es werden keine 2 Monate. Am Anfang habe ich gesagt 2 Monate, aber wir sind so gerne gerade auch hier in Dresden, dass es wahrscheinlich nur 1-2 Monate, 1 Monat wird, anstatt 2. Thailand höchstwahrscheinlich, Leute. Und dann gibt es noch ein paar andere Pläne. Italien haben wir für Mai-Gast gebucht. Also ihr seht, wir wollen richtig viel traveln, aber auch unsere Base hier erstmal haben. Das ist die Mission. Ansonsten grooven wir uns voll ein mit, wir sind alle zu Hause. Wir haben auch nicht vor, das jetzt groß zu ändern. Wir werden die Kids zu Hause erstmal behalten und haben super viel Spaß daran zu basteln, Buchstaben etc. zu lernen. Und ciao Leute, das war mein Update. Leute, ich muss mir nachher dann erstmal das Footage angucken. Ich sehe ja völlig vermalt aus. Das hat nicht geklappt mit dem Get Ready und das Update. Wow. Das müssen wir nochmal korrigieren. Mausi sieht ja aus, als wäre ich in ein Farbtupf gefallen. Cheese.
Was tust du? Offroad. Cheese! Ja. Da kriegst du, wa? We made it. Heute mal eine andere Route genommen. Die war ganz schön. Sportroute. Die Sportroute. Der Eiswagen hat offen. Ja. Hier sind wir am Konzertplatz. Und wir gehen hier sehr gerne hin. Ein geheimen Weg. Er hat es gerade erst aufgemacht hier. Das ist ein richtig cooler Spielplatz. Auch mit Wasserpumpe. Richtig cooler Ort zum Dinieren. Ja, und hier gibt es auch Outdoor-Kino etc. Lecker Schmecker. Was hast denn du Leckeres? Eistee. Eistee und Eiskoffee. Enjoy. Pia, unsere persönliche Nanny, ist auch am Start. Wow, du kannst im Stehen schaukeln. Wuhu! Wuhu! Die können wir gleich mal eine Runde waschen. Schatzi. Mama, noch nicht putzen. Wie viel ist das? So viel kann der T-Rex essen. Es ist der Moment des Tages gekommen. Beide Kinder. Na, ein Kind schläft. Es hat heute nur 10 Minuten gedauert, weil er, glaube ich, insgesamt heute bloß einen Tagschlaf von nicht mal einer Stunde hatte. Das ging heute fix. Gestern habe ich dafür 1,5 Stunden gebraucht. Und das ist immer ein großes Rätselraten, ob zu wenig Schlaf abends in einem Chaos endet, so wie gestern. Oder in ich bin sofort weg. Heute war es sofort weg. Ich bin ganz schön durch vom Tag. Und ich könnte noch mal baden, duschen, nachdem ich ihn in den Schlaf getragen habe. Aber es ist der Moment des Tages gekommen, an dem ich offene Haare tragen kann. Es wird Zeit, dass ich mal zum Friseur gehe. Unten ist alles trocken. So. Oh. Wow. Life, Leute. Life with 2 kids. Sieht, glaube ich, richtig strange aus. Hallo. Einfach mal abhängen. Ja. Pia, hier drin kann man schlafen. Ich glaube, man könnte auch so drin schlafen. Ihr Lieben, der Tag neigt sich hier langsam dem Ende. Ich bin schon bed-ready und fühle mich auch wie direkt ins Bett, aber ich will unbedingt vorher noch ein paar Seiten lesen. Auch wenn es nur eine halbe Seite ist oder eine Seite. Hauptsache, ich komme ein bisschen voran und mal kurz ein bisschen Zeit für mich. Ansonsten denkt an den HelloFresh-Code, der lautet Hello Patricia und damit bekommt ihr dann bis zu 120 € Rabatt und ein Dessert ein Jahr lang zu jeder Bestellung dazu. Also wer es noch nicht probiert hat, probiert es aus und es ist wirklich Gold wert bei uns hier in der Familie. Okay, gute Nacht und ciao, bis zum nächsten Video.